Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Tangle Tower. Wir müssen nochmal zurück. Zum einen müssen wir uns nochmal mit Fifi unterhalten und gucken, was da ist. Eine Schneekugel. A snow globe? Of sorts. Oh, das ist Tangle Tower kaputt. Ich habe bei den Errungenschaften geguckt. Genau. Und wir sollten ein Souvenir finden. Die Schneekugel. Und da ist er. Aber da steht auch, wir sollen uns mit den Leuten über Tangle Tower und die Fallakte finden. Oh, it's impressive. Elaborate gardens, unique architecture. Must be worth a fortune. Why do you ask, Fifi? I am the heir of the Fellow family and the Remington family. This makes me the sole beneficiary of Tangle Tower. That's quite an inheritance. They can't make you do anything, Fifi. If you don't want the house, just tell them. Or just sell it. Who cares? You sound like her. Genau, wir sollen nämlich einmal mit den Verdächtigen über Tangle Tower und über die Fallakte reden. What do you know? Well, we know Freya was stabbed with a knife, and then she fell. Correction. She was stabbed with something. There was no knife found at the crime scene. Apart from the one in the painting. Which, as a mere abstract representation, does not count. Nobody has ever been stabbed by the concept of a knife. Stimmt. This belongs to Poppy. In fact, she owns a number of cassette tapes. What happened to it, though? It has been left underwater for an extended period of time. Right, but why? I do not know why. Curious. Okay. Haben wir uns mit dem Gärtner über Tangle Tower unterhalten? Ich weiß es nicht. Da müssen wir nochmal gucken. Nee, über Tangle Tower ich mich... Gives you a pretty good idea of the layout. The lake looks like it forms a perfect circle around the island. It might seem strange to you, but nature is quite capable of producing perfectly geometric forms. And those mountain cliff things around the outside? We don't know much about them. They're unscalable. Not even Freya could have gone up there. What's that? This painting, it's speculative. There are no photographs from this angle as far as I know. So Freya just made it up. Let's call it an informed estimation. Okay. Jetzt können wir aber gehen. So, als erstes gehen wir zu Fifis Raum. Schauen, was wir hier finden. Fifis Zimmer. Fifi's got something pinned up here. What is all that? Will er sehen. Das ist ein Stammbaum. Die zwei. Und die zwei. Und die zwei. Die zwei. Das ist ja Professor Pointer und die Dings, ne? So. Den haben wir noch nicht kennengelernt. Wieso ist er drauf? Ist das nicht unser... Die zwei sind related. Also das ist ja unsere Detektive. Ist das der Vater von Fifi? Fitz und Poppy. Ich weiß nicht, wie die heißt. Aber Dingsbums. Freya. Freya? Mm-hmm. And Fifi herself. Ja. Die zwei fehlen. A pretty ornate window with a great view of the lake. Ich wollte aber das Bild We're sehen. supposed to be looking for clues, not assessing the real estate value. Ja, aber da ist doch was. And over here, you'll see the owners use sheets of paper to block out all that unnecessary natural light. A simple trick, but it really transforms the space. Achso, okay. Na gut. What's that big book on the desk? Ich habe eigentlich auf die Looks Notizen. like something Fifi's been writing. Is it a clue? I hope not. It's just a bunch of notes about her microbiology experiments. A new suspect. Oh, es ist ein Don't Teddybär. think you can get out being questioned just because you're a bear. I'm innocent, I promise. Save it for the judge. Witzig. Das ist ja witzig. That
That's a whole lot of books. Ah, das könnte mein Zimmer sein. So stelle ich mir das Zimmer so richtig schön vor. Okay, dann gucken wir uns jetzt noch das Zimmer an. Der müsste jetzt... It's Wow. a little handmade card. Someone's drawn a heart on the front. Inside it says, "To Fitz from PP." Hobby? An empty glass and an empty plate. Das ist ja voll krass, das Zimmer. Just making me want to cry. Why? I don't know. Ey, guckt euch das Zimmer an. That poor plant. Looks pretty healthy to me. Healthy, but sad. I think Ja, it would rather be outside. glaube ich auch. Hello. Not hidden very well, is it? Aber Doesn't verschlossen. need to be. It's locked. It's a combination lock. Mhm. Okay, okay, okay. Sort of. Hätte ich jetzt so gedacht? Nee, das funktioniert so nicht. Man muss es ja irgendwie kombinieren, so. Guck mal, hier haben wir schon mal so ein Ding. Haben wir sowas? So. Das könnte eins sein. Gibt es sowas? Ja, hier. Warte, wenn ich das so mache. Dann haben wir so ein Ding. Gibt es sowas? Das ist hier. Noch das letzte. Nothing. Maybe if you move the paper around, you'll find a clue. Still locked. I think the lines drawn on the paper correspond with the shapes. That was It incorrect. looks like they're. It's like a jigsaw puzzle. That It was. looks like they're. It's like a jigsaw puzzle. Ich wollte es halt... Oh nein, das kann man hier auch noch. Oha, oha. Aber wie soll ich denn herausfinden, welche denn die ersten sind? Versteht ihr, was ich meine? Guck mal, hier hat er das jetzt auch. Könnte sowas sein. Das funktioniert gar nicht. Ne? Hier zum Beispiel. Aber woher soll ich denn jetzt wissen, dass das grün ist? Das könnte doch hier genauso sein. I'll come back later. Ja, ich komme später wieder. It's Gucken uns die locked, Türen. but it leads outside. I thought we were halfway up a tower. We are. What's that thing by the hand? Schiebe den Deckel auf und bewege die Steine nach der rechten... Was? An die richtigen Stellen. Ja, aber was soll mir das denn heißen? Let's come back once we. No. Ah, nee, Quatsch. It's locked. I thought we were. We are. What's that thing by? Ich habe ja Dings gar nicht gemacht. Nothing. Still The locked. tiles have all got that same sun symbol on them. Hm. Those moon symbols in the slots. Are they connected? Maybe they're connected.
but also not connected. Nope. It's Maybe not. the information we need isn't here. So where is it? Somewhere else. Let's Wow. come back once we know what to do. Ah, das muss ich mir später angucken. Das heißt, da dürfen wir noch nicht raus. Freyas Zimmer, das ist wichtig. So. Die hat auf jeden Fall sehr gerne gemalt. Freya's bear. Looks pretty depressed. He's had a rough couple of days. Ja. That painting is really something. Why would you want it looming over your bed like that? Maybe Freya enjoyed the atmosphere it creates. The atmosphere of chaos and oppression? Hang on. There's a smaller version down by the floor. It's a photograph. Ja, das angucken. Ein Foto von Freyas abstrakten Gemälde. Ein Stück Klebeband hängt dran. An den Rändern wurden mit schwarzer Tinte nachgezeichnet. Mhm. Das scheint irgendwas zu sein. A pillow with a paw print pattern. It's a cushion. Yeah, but that doesn't alliterate. Drawings taped up on the wall. What's that one on the left? Looks like two people standing together in a garden. One of them's holding a red rose. Ja, lass gucken. Freyas Zeichnungen. Fifi, Hawkshow und die Zeichnung eines Mannes, der mit einer Frau zusammen im Garten steht. Er hält eine rote Rose. Das ist doch Poppy und Fitz. Eine Zeichnung, die Fifi darstellt. Eine Zeichnung, die Detektiv Hawkshow darstellt. It's a little glass box. I think it's a vivarium. Come again? See the leaves and twigs in there? Might have been for keeping insects. Stimmt. That's weird. What did you find in the drawers? Nothing. They're completely empty. It's a little wooden box for paintbrushes. To the casual observer, maybe. Ich würde sagen, sieht da auch so ein They're bisschen nach not Dings. real paintbrushes. Ach du lieber Junge. Looks like they're part of some kind of lock mechanism. Also du siehst so nach Ecke aus. Du siehst so nach Ecke aus. Ihr seht alle so ein bisschen nach Ecke aus. So. Du könntest aber auch eine Ecke sein. Oh, ich hasse solche Rätsel. Aha, aha, aha. Aber hatten wir nicht was mit? Nee, das sind nur 6. Okay. Was ist, wenn ich euch so zu so einer Ecke mache? So? Nee, das funktioniert nicht. So, das funktioniert. Und dann kommst du da so rein. Du da so. Und du da so. Okay. Holla die Waldfee. Jetzt bin ich aber ein bisschen durcheinander. Wir haben blau. Hm? Ah, okay, ich kann die Dingsen. Dann kommt das vielleicht sowas. Dann kommt blau. Dann kommt orange. Dann kommt pink. Nothing. Did you Bringt find nix. a hint on those scraps of paper? It looks like a ripped-up jigsaw puzzle. Bin schlecht im Puzzle. Tausche die Pinsel, bis sie in der richtigen Reihenfolge haben. Sortiere das Bild, um einen Hinweis zu finden. Habe ich doch, glaube ich.
Vielleicht muss das als vorletztes. Das ist eine Reihe. So. Von klein nach groß vielleicht. Dann fängt das mit grün an. Grün, blau. Orange und rosa als letztes. So. That was incorrect. Each brush has various characteristics. Height, bristle shape, paint color, handle color. Und das Farbe des Griffs. The information we need is on the paper. Once it's been rearranged, I mean. Ah, okay, passt auf. Es geht von klein nach groß, ne? Erst kommt grün. Und dann blau. Und erst kommen die Dreier. Also erst grün und blau. Und rosa kommt zum Schluss. Das heißt, orange muss erstmal schon mal nach vorne. So. Da ist aber nichts Grünes bei. Dann kommt das nach vorne. Das macht gar keinen Sinn. Ich hätte gedacht, orange, die Stiele vor orange. Vielleicht machen wir es mal so. Erstmal sortieren nach Größe. So, ihr seid, glaube ich, die Größten. So. So nach Größe sortiert. Denn orange, so grün vor blau. Und Dreieck vor dem Viereck. Und dann orange wieder vor... Das macht gar keinen Sinn. Still locked. So, the paper jigsaw puzzle shows the position of various characteristics of the brushes. There's a couple of brushes with each characteristic, but only one perfect solution. Also es ist nach Größe... Schon mal nach Größe sortiert. Dann muss im Prinzip grün kommen. Dann kommt eins dazwischen und dann kommt blau. Das kleinste und das größte muss nach vorne. So. Grün, blau. Das dritte muss auch ein Dings sein und das vierte so. Still locked. So, Ich hasse es. paper jigsaw puzzle, there's a couple of brushes with each characteristic. Wieso bin ich so dumm? Von klein nach groß. Das zweite muss ein grünes sein. Könnte aber also das hier sein. Dann kommt ein Fragezeichen und dann kommt was Blaues. Der dritte Pinsel muss ein Dreieck sein. Das haben wir hier. Und der vorletzte ein Viereck. Haben wir da. I did it. What do I Oh win? mein Gott! Not bad. Das hat jetzt ein bisschen lange gezogen. Und was ist drin? What was in the box? Ja, das will ich jetzt auch wissen. Just a photograph. Oh. Well, most of a photograph. Ich hab's geahnt. Fifi und Freya. Ein Foto von zwei Mädchen. Eines hat rote Haare, das andere hat grüne Haare. Es scheint ein großer Teil vom Foto... scheint zerrissen. Okay. Könnte aber Fifi und Freya sein, ne? Gehen wir mal zu Fifi und fragen sie nach dem Foto. Wo ist das Foto? This photograph is Yeah. my favorite photograph. So, why'd you rip it in half? That was not me. Besides, it was not a half that was ripped off.
it was only a third. There is a drawing of me, a drawing of Detective Hawkshaw, and a drawing of Poppy and Fitz. I believe Freya was attempting to communicate something through this painting. Any idea what it was? I am not the person to ask. All I see is a blood-red mountain with angry storm clouds brewing above it. As such, I cannot ascertain any meaning from it whatsoever. Okay, wir gehen mal zu Fitz und Hawkshaw. Vielleicht kann die uns ja was sagen. I admit, it's powerful. Freya was a talented young woman. Someone even liked it enough to take a photo of it. Now, we don't know why they took the photograph, do we? Perhaps they just wanted it for reference. When did Freya draw the picture of you, Hawkshaw? I didn't model for her, if that's what you're asking. She must have done it without my permission. Could just be from memory. It's not quite as detailed as the others anyway. Gut, dann gehen wir noch zum Fitz und fragen ihm nach dem Bild. Guck mal. Fitz, one of these drawings is of you in the rooftop garden, I think, with Poppy. Mm-hmm. Are we done? Fitz Feller und Poppy Pointer. Warte, wir gehen nochmal hoch. Ich will die Dame mal nach dem Vogelbuch fragen. Have you seen this book before? Do you know who it belongs to? I really thought she was gonna say something there. Ich habe echt auch geglaubt, dass sie es sagen würde. Schade. Schade, Marmelade. Werkstatt. A little hand-painted statue. How can you tell it's hand-painted? Well, the paints are right there on the desk. Haha. So, I mean, no offense, but you can just tell. Man sieht es einfach. Eine hölzerne Schnitzerei eines Mannes mit einem Schwert. Das Modell wurde zwar handgemalt, aber die ist nicht besonders gut. Die gelbe, blaue, schwarze und weiße Farbe wurde in der Nähe gefunden. Nice. A real treasure chest. How do you know there's treasure in there? Why else would it be locked? Plus, there's a treasure map hanging directly. Oh What's the nein. deal with that painting on the front? Not sure. We should check that treasure map too. Lass mal angucken. C4, E3, A1. Okay, also hier sind überall. Ich muss mir jetzt die Stelle raussuchen. Also im Berg. I4, würde ich sagen. I'll come back Nein, later. nein. Entschuldigung. Nice. How do you Why know? else? Plus, there's a treasure. I4. Warte, muss ich noch irgendwas beachten? I4. Ach, hier noch was. Also das schon mal. I4. Süden, würde ich sagen, oder? Nothing. Did you check the treasure map for clues? Ja. And what about that painting on the chest itself? Still locked. I think there's like there. Was soll mir das denn jetzt sagen? That was The an. padlock is just a grid reference for the map. That The was an. padlock is just a grid reference for the map. That The was an. padlock is just a grid. Aber ist doch richtig, oder nicht? Hier, das ist doch die Stelle. Nie ohne Seife waschen. Ich weiß nicht, wie man sowas liest. Wäre bei mir jetzt I. Hier hast du den Drachen, da hast du den Berg. Unten das Kreuz.
That was The an padlock has three. It's just a grid reference for the map. Oder gucke ich falsch? Das wäre genau falsch rum. Ich verstehe es nicht. Ich habe genau das hier. Nie ohne Seife waschen. I4 Süden. that was an The padlock has three. It's just a grid reference for the map. that was The an padlock has three. It's just a grid reference for the map. Bezieht sich nur auf das Raster der Karte. Ja, das habe ich schon begriffen. Aber wie lese ich das denn jetzt hier? Den Nautilus, den, heißt das Neptunstern, glaube ich, heißt er. Let's take a break. Mir reicht's. Sir? Can you hear me? I'm Private Detective Grimoire. I have some questions for you. Grimoire. Good mysterious name. I'd rather like it. Felix Fellow at your beck and call. And, this is my colleague, Sally. Yeah, that's a perfectly good name as well. Thanks. If you would, Mr. Fellow, we really need to ask you about the murder. Well, I must say I'm rather jealous of you two. Oh yeah? Why's that? Out here solving mysteries, exploring new places, uncovering secret rooms, hidden treasures. That's what life is all about. Secret rooms? Generally speaking, you know, that sort of thing. So, Felix, what exactly do you, do? Is it not obvious? I'm an explorer. Explorer/treasure hunter. Yes, well, best in the world. We're talking like curse statues, spike pits. It's a little more sophisticated than that. But I've certainly seen my share of danger, if that's what you're asking. And, if I may ask, when did you retire? You listen here. I may be between ventures right now, but it's simply not in my nature to stay in one place for too long. I go wherever the winds of destiny take me. Don't you live here with your wife and daughter? Yes, well, the Fellow family has certain loyalties, and with Flora the way she is... Nothing wrong with raising a family, Mr. Fellow. Don't misunderstand me. Fiona and Flora are my entire world. They are the greatest treasure of all. Uh-huh. Sieht sehr, Why on earth would you want to know about that? The murder of Freya Fellow. The reason we're here? Ah, right. Nasty business. Very unfortunate. I regret that I can't be of any help, but I wish you all the best in your investigation. Hear that, Grimoire? We're done here. Let's go. It's a simple question, Felix. I'm sure you're up to it. Well, there's not much to tell. Mostly, I was in my room by myself, working on Flora's, working on a project. Your room is quite close to Flora's tower. You didn't hear anything unusual? What qualifies as unusual? What have you got? It was dusk. A feeling lingered in the air. Malevolent, perhaps. Uncertain as life itself. Abridged version, please. Right. Fine. I heard someone heading down the stairs, just outside my room. The footsteps were calm, orderly, so I thought nothing of it. Shortly afterward, I heard a second set of footsteps, going the same way. This time I could tell just from the sound that something was wrong. So I looked out into the hallway. I got a glimpse of Poppy disappearing down the staircase to the floor below. Didn't know what to make of it, to be honest.
I thought perhaps she'd had a disagreement with Fitz, as I know those two are close. So I looked into his room, just in case, but it was empty, as was the garden beyond his window. Back in the hallway, I bumped into a very concerned-looking Penelope. She was heading up Fellow Tower to find Professor Pointer, so I escorted her. We went into Flora's room. Poor Freya was laying on the floor. Fiona, Poppy, Fitz, and Pointer were there already. Flora, too, of course. Soon enough, everyone else made their excuses and left. Including you? Not I. I stayed. Flora needed me. Charming, isn't it? Yes. Built by the Remington family originally. Dear Flora's father and his associates. But now it's owned by you? By the Fellow family? The Fellows and the Pointers have both come to claim a certain degree of ownership. And who named it Tangle Tower? Flora chose the name. What does it mean? I think it was her intention that it mean nothing at all. Something of a fresh start. From what? This really isn't for me to say, but she had some kind of disagreement with her siblings. After they moved away, Flora changed the name of the house. I think perhaps she hoped it would make them feel unwelcome, yes, less likely to come back. That's kind of extreme. Yes, it is rather, isn't it? What's this? It's my case file. It's how I know what I'm supposed to be doing. You mean to say you're bound by the limits of what's written in this little document? Sounds dreadful. I found it comforting. Okay, was sagst du zum Bild? It would have been a beautiful painting. Rather a shame Freya was unable to finish it. Nothing about it seems strange to you. Well, all these modern paintings are slightly strange, aren't they? The emotion of the piece taking over from, say, anatomical accuracy. What about the knife in Flora's hand? A knife? That's what you see? You don't? Well, as I was saying, Freya's artistic approach distorts certain shapes. Hard to say exactly what we're looking at. Okay. So. Da sind wir in der Werkstatt. Ich beende jetzt hier diesen Part. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir noch einen Daumen nach oben oder lasst ein Abo da. Im nächsten Part werden wir uns mal den Pointers Tower hier mal diese Seite angucken. Und dann schauen wir mal weiter, wie es weitergeht. Bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.